Hello and welcome back to the second episode of our online sports lesson in cooperation with Allianz. We hope that you enjoyed our last episode and that you are motivated to do the next sports session with us. Today's topic will be a visit of one of our home games, and next to Lukas, our athletic coach Hagen will join us again. For joining this sports session without any breaks, you will need 3 pairs of socks, 1 hand towel and 1 fan scarf. So, are you ready? Then let's go. Today is home game day, and we are so excited that we can't wait to dress up in our fan clothes. Put on your fan tricot and make yourself ready to go. Zuppelt's nochmal zurecht, dass nirgendwo die Haut rausguckt, dass ihr gewappnet seid für die Fahrt zur Arena. Ihr macht euch fertig, ihr geht zu eurem Fahrrad. On the way to our bicycle, we notice, unfortunately, that our bike has a flat tire, so we need to pump up the back tire. And we have to pump up the front tire as well. This is a little bit exhausting, and to inflate the tires more effectively, we will use another bicycle pump. Und schnappt euch die gute Pumpe vom Papa. Jawohl. Ihr baut sie euch auf und jetzt pumpt ihr noch mal. This exercise reminds more on doing some squats. Viel schneller. And repeat this exercise for the back tire and for the front tire. Und euer Fahrrad ist startklar. Very good. And now we are ready to ride our bicycle. Lie down on the floor and do a bicycle crunch. Wir fahren durch den Park und sehen unsere Freunde und winken. Alle sind auf dem Weg zum Spiel in die Arena. An der Arena angekommen, sehen wir die lange Schlange vor. Arrived at the arena, we see a long queue of people, which will be represented by our pairs of socks. Take the socks and put them in a line. Sehr schön. Und wir stellen uns ganz hinten in der Reihe an. Wir können es kaum erwarten, wir zappeln. Make yourself ready to wiggle through the crowd to get to your seat. Flitzen wir Slalom, genau. Wir schlängeln uns durch die Menschenmengen. Der ganze Gang ist voll. Die Menschen And do it once again. Wiggle through the crowd. Wir schlängeln uns durch, weil wir den Weg genau kennen. Wir wollen zu unserem Platz. Endlich an unserem Block angekommen. Arrived at our seating row, we recognize that many people are already sitting in our row, so our only chance is now to crawl under their legs to get to our seat.
jetzt kommen wir wieder hoch und jetzt müssen wir nochmal durch einige durch. And we have also to climb over the legs to get to our seat. Und ihr könnt ja jetzt schon so ein bisschen And when doing this, try to collect the socks at the same time and knot them like balls. Wir haben endlich unseren Platz erreicht. Wir setzen uns auf unseren Platz und sind Now ein bisschen erschöpft it's von time der for a little Anreise. break. Nehmt Platz So get und something to setzt drink euch rein. Holt euch schnell and sit was zu down. trinken. Genau. Auch Richie macht das. So that means, of course, you can have a drink. Prost, And Richie. sitting Lasst es dir down schmecken. means here holding a squat. Wir sind gut durchgekommen und wir sind schnell zu unserem Platz geflitzt. Das heißt, wir sind zeitig vor Spielbeginn da und wir sehen die Spieler, wir beobachten die Spieler, wie sie sich vorbereiten auf das Spiel Okay. und wie sie sich warm Now we can watch the players warming up. Feldstellschritte machen. The first exercise is doing big lunges to the left side and to the right side. Unsere Arme mit dazu. Diejenigen, If you don't have enough space, die do machen a die jumping ähnliche jack Bewegung, instead. die machen den Hampelmann. Sehr gut. Und die nächste Übung, die die Spieler machen, ist das Anfersen. The next exercise is lifting up your heels. Auch hier wieder. First Diejenigen, die slowly Platz haben, and die then sitzen dabei quickly. durch die Wohnung. Und wenn ihr weniger Platz habt, macht ihr das am Platz. Erst langsam, dann schnell. Sehr schön. Die nächste Übung, die wir beobachten All bei den right. Spielern, ist der Kniehebel. Change into lifting up your Den knees. machen wir erst langsam. First slowly and then quickly. Und dann immer schneller. Sehr gut. Man sieht schon, die Spieler kommen langsam ins Schwitzen. Sie werden immer wärmer und wir sind beim Handballspielen. Wir müssen natürlich auch unsere Arme warm machen. Well done. Wir sehen, wie wir zuerst Now the players have to warm up their einen arms. Arm vorwärts greifen, So rotate at first your right arm forwards dann den anderen Arm vorwärts greifen. and then rotate your left arm forwards. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Schultern schön warm sind. Jetzt kreisen wir beide vorwärts. Before you rotate both arms forwards Sehr gut. and Und natürlich also auch backwards. Rückwärts kreisen. Perfekt. Okay, die Spieler sind fertig All mit right. der Erwärmung ohne Ball. Genau, die Spieler laufen langsam The warm-up goes on an die Seite und holen die and Bälle. now Die Spieler holen we die try to Bälle. score some goals. Unsere Bälle sind die Strümpfe, die Socken, die wir Grab your vorbereiten. socks, Genau. Ihr legt die Socken auf den Boden. put them on the Ihr floor legt die Socken auf den Boden. Und jetzt beobachtet ihr oder ihr schaut zu und macht mit, and now wie die Spieler throw them through the room. genau die Socken, die Bälle werfen. Und ihr feuert eure Strümpfe durch die Wohnung. Genau. 3 mit rechts. Egal. Jawohl. Und ihr versucht auch mal mit der anderen Seite zu werfen. Klasse. Wenn euch das viel Spaß gemacht hat, macht das gleich nochmal. Do it again. Genau. Feuert die Throw Strümpfe durch die your Wohnung. balls through the Jawohl, room. passt auf, dass ihr nichts abwehrt. But of course, be careful and make sure that you don't break anything. Und wir haben natürlich nicht nur Spieler, die werfen müssen, sondern auch unsere Torhüter müssen sich warm All machen. right. Und das machen wir auch mit. Wir sehen, After practicing our throwing skills, wir halten erst die Bälle we now pretend to be a goalkeeper. So try to save the balls by jumping to one side and to the other.
Klasse. Versucht auch das. Das ist eine richtig schwierige Bewegung. Sehr schön. Und jetzt versucht mal genau wie die Torhüter. Now, try to lift up your legs as high as possible and try to touch your hands at the same time. Sehr schön. Okay, genau. Damit die Spieler noch Kraft haben für das Spiel, ist jetzt die Erwärmung Very good. This warm-up was very exhausting, and now we have earned a little break, which gives us a time to welcome our special guest. It's the most sportive mascot in the Handball League, Bellio. Vorbereiten vor dem Spiel und animiert alle zum Mitklatschen. Sehr schön. So clap along with Bellio to fire up the audience. Große Klatschbewegung. Ganz, ganz stark. Sehr schön. Und jetzt macht der Bellio was. Do it like Bellio. Clap your hands. And now get down on your knees and clap to the beat of We Will Rock You. That means clap 2 times on the ground and 1 time in the air. Im Takt. Sehr gut. Jawohl. Und die Arena tobt. Die Fans freuen sich aufs Spiel. Sehr schön. Okay. Die Arena ist bereit. Und das Spiel geht langsam los. Die Spieler kommen rein. Beziehungsweise wir sehen natürlich erstmal, dass das Handballfeld ist noch leer. Und wir legen jetzt das Handballfeld erstmal zurecht. Das heißt, ihr nehmt euch... Very good. Now the game can start. Das Handtuch, was ihr vorbereitet Take your towel, und legt das relativ which weit will an. be our goal, Das soll euer Tor sein. Das soll das Tor sein. Danach nehmt ihr euch die Socken and take your socks, und legt die so vor das Tor, which will be arranged in the playing position of all handball players. genau, die Socken genauso hinzulegen Do you wie die know them? Positionen beim Handball. Sehr schön. There are Ihr one seht left außen wing player die Außenspieler. and one right wing player. Ah ja, genau. Die habt ihr, genau. Jetzt müsst ihr natürlich There auch is the schauen, dass die pivot Socken, in the middle dass die richtig, and dass ihr a die right zur Hand back player, habt. Sehr gut. one Ihr left seht, back player, wir haben as zwei well Außenspieler as auf der linken one und auf back der player rechten in the Seite. middle. Wir haben den Kreisläufer in der Mitte. Sehr schön. Wir haben die 3 Rückraumspieler. 2 auf der halben Position und einer in der Mitte. Sehr schön. Eine Position, die müssen wir uns jetzt denken. Das ist der Torwart. Okay, und das Spiel beginnt. Leipzig ist zuerst im Angriff. Alright, Wir feuern alle now 6 Socken the game auf das starts and the players are at the offense. That means throw the balls at the opposite goal. First do it with the right arm Tor, ballert die Bälle aufs Tor. and then do it with the left arm. Und gleich nochmal, das Spiel läuft. Wir sind oft im Angriff. Wir werfen die Bälle aufs Tor. Sehr schön. Und Achtung, jetzt holen wir die Bälle nicht zurück, sondern wir spielen natürlich auch, dass wir Very in der Abwehr good. sind. Und wir machen And eine now the Abwehrbewegung players und bei jeder are at the Abwehrbewegung holen wir defense uns eine Socke in zurück. which you retrieve the balls. Holen wir uns Do this eine Socke exercise zurück as und quick as you legen sie can. neben uns, dass wir sie dann später wieder wegfeuern können. Jawohl. Jede Abwehrbewegung holt einen Strumpf zurück. Sehr schön. Und Alright, well done. Now it's half time. ruhen sich ein bisschen aus. Take a little break where you can drink something, Und and we welcome again our lovely mascot Special Guest Bellio. heute, Bellio. Er winkt nochmal, genau. Er klatscht. Unsere Mannschaft liegt im Clap your hands Führung again und Bellio wirbelt mit dem Schal. and let's support Bellio Wenn ihr keinen Schal wagging habt, the scarves. schnappt euch das Handtuch und wirbelt, jawohl. First wag with the one arm Große Bewegungen. and then wag with the other arm. Jawohl.
Und jetzt mit dem anderen Arm. Große Bewegungen. Ganz klasse. Jawohl. Die Halbzeit ist vorbei. Wir bedanken Well uns done. bei Leo. Vielen Dank bei Leo. Tschüss. Wir bedanken uns bei Leo. Und die Spieler kommen wieder aufs Feld. Alright, now the second half time starts and all players are back on the court. So repeat the throwing exercise. That means take the balls and throw them at the goal. Da könnt ihr das auch gleich üben. Throw them first with the right arm and then with the left arm. Auch hier wieder, wir sind im Angriff und wir sind in der Abwehr. Immer wenn ihr in And der when Abwehr you're seid, done, holt ihr die Bälle wieder zurück. change into defense where you retrieve the balls again as quickly as possible. Aufs Tor. Jawohl. Und kommt nochmal, das Spiel läuft. Jawohl. Mit dem linken Arm. And once more, you are at the offense where you throw the balls at the goal. Genau, unsere Spieler auf der linken Seite. Klasse. Sehr schön. Und And nochmal in then die Abwehr. change into defense mode where you retrieve the balls quickly. Ihr holt alle Bälle wieder zurück. Genau, wir holen uns die Bälle. Jawohl, Good ein job. Pfiff ertönt, das Spiel wird unterbrochen. Now it's time out and penalty time. Es gibt 7 Meter. Take a ball and throw a penalty. Do it like Lucas. Werfen einen. First, feint a shot and then throw it. Ihr täuscht an und schießt ihn. Jawohl. Und das üben wir jetzt. Do this several times. Jawohl, ihr First, feint a shot 7 Meter Schütze. and then Nicht immer throw gleich, it. er wirft nicht immer gleich, sondern er täuscht auch manchmal an. And always remember, Er tut so, als practice ob er makes perfect. und lasst den Ball aber dabei nicht los. Komm, wir feuern nochmal alle 6, 7 Meter aufs Tor. Auch hier mal versuchen mit der anderen Seite zu werfen, genau. Und der letzte 7 Meter, er ist drinne. Und das Spiel ist aus. Das Spiel Very ist aus. good. Die Spieler kommen zusammen, die jubeln und freuen sich. Die Arena tobt. The game is over and Leipzig wins the match. Ihr jubelt mit. Und auch bei Leo kommt noch mal rein. Cheer as loud as you can Und freut sich. and wag your scarf. Jawohl. Ja, genau, bedankt sich bei den Fans, geht zu den Spielern, klatscht mit den Spielern ab. Aber, genau, ihr wisst, abklatschen ist gerade nicht so. We thank all fans for their support, Sehr gut. Und das Spiel ist vorbei. and now Das Spiel ist vorbei. we have to do a little run out. Die Spieler, die laufen sich natürlich aus. Und beim Auslaufen sammeln wir alle Bälle wieder ein. Jawohl. Ihr seht und ihr beobachtet häufig, So do a little run out, dass die Spieler sich and when doing this, grab all of the socks and take your towel. mal das Handtuch. Macht euch mit dem Handtuch ganz groß. Jawohl. Stretch Dass ihr up von dem harten Handballspiel nicht so kaputt seid und dass ihr jetzt schon anfangt, eure Muskeln wieder zu erholen. Und jetzt macht ihr die Arme nochmal von ganz oben. and do this again. Stretch up Ganz lang. and down. Stretch up and down. Inhale when stretching up and exhale when stretching down. Und ausatmen, wenn ihr möchtet. So, liebe Kinder. Das Very Heimspiel ist good. beendet. Good job. Wir gehen mit einem Sieg von We der have Platte. reached the end of our sports lesson. Unserem Model Gritschi, Leipzig unserem wins the game. Sportler-Model. And of course, we hope that you enjoyed once more our little sports lesson. Wir hoffen, ihr hattet Spaß.
Stay tuned for the next episode and we will see you in the next video. Bye bye and stay safe. Ich hoffe, ihr auch und ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao.